So, jetzt ist das Mikro angeschaltet, die Maschine ist noch nicht gestartet. Ich habe jetzt am Weiteren keine Einstellungen gemacht und ich schaue jetzt mal, wie es wird. So, jetzt geht die übliche Strecke los. So, dann wollen wir mal fahren. Im Moment ist das Visier auf. Ich mache es gleich mal zu. Gucken wir mal, wie das ist. Also nach Roller fahren ist das hier deutlich angenehmer. So, jetzt ist das Visier zu. Langsame Geschwindigkeit. Maximal 30. Eigentlich benutze ich beim Motorrad ja die Insta360. Da habe ich ein paar Probleme, die Kamera zu verbinden. Habe aber da eine Lösung. Vielleicht werde ich mir auch die neue Insta-X5 zulegen und es damit probieren. Kamera lasse ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber mitlaufen. Wohl wissend, dass es jetzt nicht so ein prickelndes Video gibt. Was ich noch mal versuchen muss, ich habe hier den Schubert E2 Helm und dort ist die Schubert SC2 Mesh Intercom eingebaut, was eigentlich baugleich ist mit Sena 50. Und ideal wäre es eigentlich, wenn sie sich, wenn das funktionieren würde, mit der Kamera. Dann kann man sich vieles unnützes Zeugs ersparen. Ich habe jetzt das kleine DJI Mic Mini einfach angeklemmt an den Hals des Mikros, die tote Katze, also den Windpuschel, nach oben und bin mal gespannt, wie das dann nachher ausschaut und funktioniert. Deswegen muss ich viel dummes Zeug reden, damit man auch anschließend feststellen kann, wie die Sprachqualität bei verschiedenen Geschwindigkeiten ist. Hintergrund des Testes heute ist einmal, es ist gutes Wetter. Zum Zweiten, ich fahre nicht mit diesem Motorrad, sondern mit meinem Roller, der Gilera Foco, am Samstag nach Kärnten und will natürlich da aufnehmen. Und das wäre der erste Urlaub mit dem Roller, wo ich die DJI Action 5 mitnehme. Beim Motorrad hat sich jetzt im Italienurlaub herausgestellt, die Insta360 ist eigentlich ideal, da man da so Windpuscheln aufkleben kann.
Und die nimmt auf, alles wunderbar, und dann muss man hinterher halt ein bisschen nachvertonen. Das ist so der Nachteil. Aber gut, so hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Ja, der hat wohl schon mal scharf gebremst und ihn ist jemand hinten reingefahren. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich auch die richtige Zeit, um zu fahren. Aber es ist ja eh keine lange Strecke, die ich heute jetzt fahren will, sondern ich will nur mal eben das Mikro ausprobieren. Die Frage ist auch, wie gut das Mikro das Motorengeräusch aufnimmt. Ich kann natürlich noch ein zweites Mikro in die Tasche stecken. Das habe ich auf jeden Fall dabei, aber das ist beim Roller nicht so interessant wie hier bei der Royal Enfield. Beide Fahrzeuge haben Vor- und Nachteile. Der Roller ist ideal, wenn es Richtung Alpen geht. Automatik, genügend Stauraum und mit 500 Kubik und 40 PS genügend Leistung, um auch auf Pässen eine gute Figur zu machen. Lässt sich auch einfacher handeln, gerade bei Spitzkehren und Ähnlichem. Das Motorrad ist eigentlich ideal für das Mittelgebirge Richtung Norden. Ich bin auch mit dem Motorrad schon durch die Alpen gefahren, aber die Schalterei ist natürlich immer wieder gewöhnungsbedürftig, wenn man lange Roller gefahren ist. Und die 20 PS reichen eigentlich aus, aber wenn es dann wirklich mal ein steiler Pass wird, da habe ich doch schon lieber den Roller unterm Hintern. So, ach, ich drehe noch mal ein bisschen weiter die Runde. Muss ja nicht nur gerade mal eben 3-4 Kilometer sein, sondern es können ja ruhig mal ein paar Kilometer mehr sein. So, ich mache jetzt das Visier auf. Ich fahre jetzt 50. Bis 60. Und mal schauen, wie das ist. Was ich jetzt nicht gemacht habe, aber ich hoffe, das wird nicht stören, die Mesh-Kommunikation des Helmes anzuschalten. Aber da ich eh niemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann, ist es eigentlich egal. Ich denke mal, man würde ein bisschen was hören von dem Gespräch. Zumindest das, was ich sage. Das Wetter ist wunderschön. Ich hoffe, dass es am Samstag auch so ist.
wenn wir morgens um 9 Uhr losfahren wollen bis hinter Nürnberg. Die erste Strecke 460 Kilometer, glaube ich. Das wird schon mal ein bisschen herausfordernd sein. Das hier ist jetzt so auch die klassische Fahrschulstrecke. Hier bin ich vor 35 Jahren hergefahren, als ich den Motorradführerschein machte. Und meine beiden Söhne, die jetzt gerade den Führerschein machen, kennen diese Strecke auch ganz gut. Ich bin damals mit einer Honda CM400T gefahren. Die beiden fahren jetzt eine Yamaha MT-07. Zumindest in der Fahrschule. Herrgott, ist das ein Zuckelverkehr heute. Wir machen jetzt mal eine Beschleunigungsprobe. Gleich hier vorne kann ich rechts abbiegen. Dann sieht man auch mal, wie das funktioniert mit dem Mikro bei offenem Helm. Ja, die muss jetzt natürlich genau vor mir herfahren. Das war mal einer der wenigen Überholmanöver mit der Royal Enfield, was ich normalerweise nicht mache. Weil die 20 PS geben natürlich nicht so viel her. Aber gut, hier ging es wirklich gerade lange Strecke und es kam mir kein Raser entgegen. So, jetzt mache ich den Helm wieder zu. Wollen wir mal gucken, wie es jetzt ist. Und hier fahren wir mal rechts nach Oberkassel. Einige werden es vielleicht erkennen. Wir befinden uns in der Gegend von Bonn. Am Siebengebirge und am Rhein. Oberkassel geht es jetzt hin. Vielleicht fahre ich noch an der Chorruine Heisterbach vorbei. Ich weiß aber gar nicht, ob die Straße daher geht. Obwohl ich sie schon 1000-mal gefahren bin. Ja, ich hatte die Kamera schon mal an diesem Helm angebracht, an dem Schubert E2. Habe mir also das Stück besorgt, was angeblich genau auf den Helm passt. Habe mich dann gewundert, dass es doch ein bisschen wackelig da dran hing.
um nach 3 Tagen Kleben zu merken, ich hatte es genau verkehrt rum aufgeklebt. Ich habe es wieder abgenommen, wieder dran geklebt, mit dem Ergebnis natürlich, als ich dann mit dem Motorrad unterwegs war und die Kamera benutzen wollte, funktionierte nichts, weil sich der Helm gelöst hatte. So, jetzt müssen wir auch hierher fahren, weil hier eine Umleitung ist. Das passt ja dann. Die Langemarkstraße ist gesperrt. Dann fahren wir hierher. Ist auch landschaftlich schöner. Ja, auf jeden Fall löste sich die Kamera dann am ersten Tag direkt vom Helm. Dann habe ich noch beim Baumarkt Klebepads gekauft, aber die waren auch weitestgehend wirkungslos. Da habe ich wohl die falschen gekauft. Ergebnis der Geschichte: Ich habe die Kamera wieder eingepackt, die DJI Action 5, und habe nur mit der Insta-X3, die 360-Grad-Kamera, die war hier vorne am Lenker rechts, gefilmt und war dann am Ende wirklich positiv überrascht über die super Qualität. Gut, es ist nur maximal HD. Ich denke, wenn ich den nächsten Urlaub mache, werde ich mir die X5 zulegen, um dann doch eine bessere Qualität zu haben. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, die Insta reicht eigentlich als Kamera völlig aus. Man braucht nicht mehr. Ach, wie läuft die Enfield heute wieder schön. So macht Motorradfahren Spaß. Der Vorteil ist natürlich, wenn man, wie ich jetzt, mit Live-Ton fährt, unter der Voraussetzung, dass er auch vernünftig ankommt. All die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, werden natürlich festgehalten, auch die momentanen Eindrücke. Das ist beim Nachvertonen immer ein bisschen die Schwierigkeit. Mir ist es besonders aufgefallen, als ich über den Brenner gefahren bin, da mal so die ersten Steigungen hatte und Probleme. Da hätte ich besser live kommentiert, und auch im Tal der Etsch, wo es einen bestimmten Duft gab, der mich die ganze Zeit in Italien weit begleitet hat. Obstduft, ich weiß es nicht, was es genau war. Da habe ich spontan dran gedacht, hinterher beim Nachvertonen habe ich schlicht und ergreifend vergessen und musste es dann an einer völlig ungeeigneten Stelle wiederholen, weil das wirklich ein beeindruckendes Erlebnis war. Also, es hat alles Vor- und Nachteile. Natürlich ist der Film mit der DJI Osmo einfacher zu schneiden, weil ich nur einmal die Bearbeitung brauche. Bei der Insta muss ich zweimal bearbeiten. Also einmal, oh, das war gerade ein Blitzer, auch selten gefilmt. Da muss ich zweimal bearbeiten, weil ich erstmal aus den 360-Grad-Videos den richtigen Blickwinkel herausklamüsern muss. All das fehlt hier. Es ist natürlich, das muss man ehrlich sagen, sterbenslangweilig, wenn man, wie ich jetzt, hier an einem Stück runterfilmt, ohne Schnitt, ohne alles, unplugged. Das ist nicht so doll. Und kein Mensch will nur Straße sehen, außer wenn man selber auf dem Motorrad sitzt vielleicht. Was mir auch noch aufgefallen ist bei der Urlaubsfilmerei, ich habe bisher immer bei allen Videos mehr oder minder gute Hintergrundmusik gehabt. Es ist schwierig, was Passendes zu finden, und ich habe bei dem letzten Film völlig darauf verzichtet, und ehrlich gesagt, das war durchaus richtig. Diese Hintergrundmusik
bringt eigentlich nichts und nimmt diesen Reportagecharakter auch irgendwie weg. Dann wird so ein typisches Urlaubsfilmchen, was so spannend ist wie früher der Dia-Abend. Das war jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber eigentlich braucht man das nicht. Zumindest nicht auf der Royal Enfield. Mal sehen, wie es gleich dann nächste Woche mit dem Roller ist, weil man einfach dieses sagenhafte Motorgeräusch hat und das begleitet dann sozusagen die Geschichte ganz gut. Und wenn man mal schweigt, dann hört man zumindest den Sound. So, das war jetzt das Geräusch vom Öffnen des Visiers, was man natürlich auch wahrscheinlich ziemlich laut hört. Ja, schauen wir mal weiter. Diese Ampel hier ist immer nervend, aber es geht in diesen schmalen Dörfern hier im Rheinland manchmal nicht ohne. So, lassen wir sie noch ein bisschen laufen, die Kamera. Wer weiß, wozu es gut ist. Da ist auch wieder gesperrt. Dann fahren wir mal hierher. 9 Kilometer nach Bonn. Jo. Das Visier ist immer noch auf. Ich bin mal gespannt, ob die Positionierung des Mikrofons vernünftig ist. Wenn nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe leider den Magneten verloren, wo man das auch sonst mit festmachen kann. Aber ich denke, das wird schon ganz gut hinhauen. Ich will es auch noch mal mit dem DJI 2 Mic probieren, was ja wohl eine bessere Soundqualität haben soll. Aber ehrlich gesagt habe ich so den richtigen, perfekten Sound bisher bei keinem Mikrofon gefunden. Da habe ich immer den Eindruck, andere machen das besser, obwohl sie die gleiche Ausrüstung haben. Ich verstehe es nicht ganz. Ich bearbeite das auf einem Apple mit iMovie. Da kann ich ein bisschen was am Sound machen, aber nicht allzu viel. Vielleicht nutzen einige bessere Software. Oder es liegt vielleicht auch an meinem Gehör, das kann sein. Weil mit zunehmendem Alter lassen auch die Hörfähigkeiten etwas nach, besonders bei den hohen Tönen. Und es kann sein, dass ich es nur einfach als ziemlich mäßig empfinde und andere sagen, wieso, ist doch ein toller Sound. Who knows? So, Visier ist wieder zu. Die Stimme wird jetzt etwas dumpfer wahrscheinlich. So, jetzt gucken wir mal. Also wenn das Video aufschlussreich ist, werde ich es auf jeden Fall mal ins Netz stellen.
Wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wenn das jetzt jemand sieht, dann habe ich es ins Netz gestellt. Völlig klar. Sonst würdet ihr ja nichts sehen. Und wen es dann überhaupt nicht interessiert, mit welchem Mikrofon ich rumhampele, der hat zumindest einen kleinen Ausflug einmal von Bonn-Beul nach über Siebengebirge nach Oberkassel gemacht und nach Dollendorf. Okay, das nächste Mal verspreche ich dann den Nürburgring mit der Royal Enfield. Nein, im Ernst, das würde ich nie machen. Ja, hier ist das ehemalige Rathaus oder Feuerwehrhaus, was gerade renoviert wurde. Zumindest habe ich da was von der Zeitung gelesen. Ich habe die Navigation jetzt absichtlich nicht angeschaltet, weil das schlicht und ergreifend überflüssig ist. Aber das Handy habe ich mit dem SP Connect verbunden und gleichzeitig kabelloses Laden. Also ich muss das Handy nicht extra einstöpseln. Da ist so ein MagSafe Ladegerät mit integriert. In der Toskana hat es allerdings versagt. Da war dann plötzlich kein Laden mehr möglich. Ich dachte, irgendwas wäre kaputt gewesen. Aber nein, es stellte sich dann hinterher heraus, das funktioniert sehr wohl. Allerdings wird das Handy relativ heiß und wenn es dann noch draußen so um die 30 Grad ist, dann wird nicht mehr geladen. Und dann geht die Akkukapazität natürlich ziemlich schnell zu Ende. Das muss man einfach wissen, aber es ist kein Problem, man kann dann einfach unten den Stecker aus dem MagSafe rausnehmen und in das Handy selbst reinstecken und das wiederum funktioniert dann ganz gut, weil das Laden offenbar mit Kabel nicht so viel Wärme erzeugt und ja, das ist dann halt besser. So, nochmal den Helm auf. Hier rechts ist die Bäckerei Breuer, angeblich der beste Kuchen in Bonn. Aber der ist auch wirklich gut, aber jeden Sonntag ist hier lange Schlange. Oh, man quält sich hier wirklich durch. Und dann haben wir noch die dämlichen Plakate zur Kommunalwahl. Unsere Stadt, unsere Zukunft, unser Geld. Naja, außerordentlich sinnvoll. Steuern und Abgaben runter, ja, kann man immer fordern. Und die Linke fordert mehr Leistung für den Menschen. Naja. Das ist schon ein bisschen frustrierend bei den Kommunalwahlen, wenn man als Wähler zwar weiß, was man nicht will, aber die Alternativen dann
sich nicht gerade durch eine überzeugende Kompetenz auszeichnen. Und man manchmal den Eindruck hat, dass einige Parteien schlicht und ergreifend nur jemanden aufstellen, damit sie überhaupt einen Kandidaten für den Oberbürgermeister haben. Wo man sich dann fragt, was qualifiziert eigentlich den oder die Kandidatin. Derweil die Verwaltung, gerade hier in Bonn, macht, was sie will, habe ich den Eindruck. Die Händleranmeldung beim Straßenverkehrsamt dauert 2 bis 3 Wochen für ein Auto. Wenn man es privat versucht, dann sollte man mit 4 bis 5 Wochen rechnen. Manchmal hat man auch Glück, dann geht es schneller. Das ist eine Katastrophe. Also jeder, der einen Gebrauchtwagen kauft und den dann schnell angemeldet haben will, der sollte das am besten nicht in Bonn machen. Ich habe das erlebt, als ein Freund aus Polen hier ein Auto kaufen wollte und sagte, ja, ich gucke mal, aber kaufen tue ich den Wagen nicht in Bonn, sondern in Mönchengladbach. Ich sage, warum denn das? Ja, Mönchengladbach, Straßenverkehrsamt, hat samstags auf und da geht es einfach mit Nümmerchen und es funktioniert. Man kriegt also sofort einen Termin. Da kann man natürlich gut ein Auto kaufen. Hier in Bonn ist es natürlich dann Fehlanzeige. Samstags bleibt das Straßenverkehrsamt zu und wer meint, er müsste samstags am Wochenende ein Auto kaufen, dem sagt die Stadtverwaltung, Wochenende ist nicht zum Autokauf. Für einen Autokauf solltest du dir am besten 1-2 Tage frei nehmen und dann nochmal einen Tag zum Anmelden. Bring viel Zeit mit, aber um Gottes Willen nicht spontan. Das zum Thema Bürgerfreundlichkeit. Aber die Wahlplakate sind so dämlich. Bonn gewinnt. Verkehrschaos abwählen. Naja gut, da ist schon was dran, aber naja, Chaos kann man es auch nicht nennen. Aber ich habe bisher nichts gesehen, wo stand in der Verwaltung aufräumen. Gut. Das war jetzt der politische Kommentar, eigentlich nur um die Mikros zu testen. So. Ja, hier die Königswinterer Straße ist jetzt seit 1 oder 1,5 Jahren mit einer Tempo-30-Zone gekrönt worden. Allein das hat meinen Sohn und mich schon ein paar 100 Euro gekostet. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Und dieser Blitzer hier vorne links, der steht jetzt auch schon seit einem halben Jahr da und hebt die Einnahmen der Stadt Bonn. Eigentlich hätte ich jetzt Gas geben sollen, dann wäre zumindest wieder ein Foto auf Speicherplatz verbraucht. Ja, aus Lärmschutzgründen. Allerdings gilt Tempo 30 natürlich auch für Elektroautos. Und mit dem Elektroauto bin ich auch einige Male aus Lärmschutzgründen fotografiert worden. Jedes Mal 30, 40 Euro, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall nicht sehr schön. Jetzt haben wir es fast geschafft. Das Visier übrigens ist auch immer noch auf. Und ich vermute mal, dass so langsam auch die Speicherkarte voll ist. Ich habe vergessen,
Speicherkarte leer zu räumen. Das sollte ich noch vom Urlaub vielleicht machen. Und auf jeden Fall gleich geht es an den Rechner und dann steigt die Spannung. Die CDU hat auch den geilsten Slogan. Auch inhaltsleer, so geht Bonn oder so geht Beul. Ich würde gerne wissen, wie. And here we are again. So. Here we are.